Aldi ist der günstigste Supermarkt in Deutschland, den fast jeder kennt. Aber wie günstig ist Aldi in den USA, wenn man hier wohnt? Es ist mal wieder Zeit für einen Wocheneinkauf und den mache ich statt bei H-E-B heute mal bei Aldi und da nehme ich euch ein bisschen mit. So wie ihr es auch aus Deutschland kennt, braucht man hier bei Aldi im Gegensatz zu allen anderen Läden einen Chip oder eine Münze. Und schaut mal, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die machen hier erst um 9 Uhr auf. In Deutschland um 7. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden. Also auf den ersten Blick sieht der Laden schon dem in Deutschland ähnlich. Das ist übrigens ein Aldi Süd. Die haben hier auch Backwarenabteilung, aber nicht eine Frischbackwarenabteilung. So das beliebte Sourdough-Brot. Brot in den USA ist echt so ein bisschen tricky von den Inhaltsstoffen. Das muss man immer gucken, gerade bei dem Mehl. Ja, das nehme ich jetzt mal mit. Also auf Alkohol kommen noch mal ungefähr 8,25% Steuern. Das heißt hier auf diesen 5,49 Preis. Das ist bei Lebensmitteln an sich in Texas nicht so. Bei den Grundnahrungsmitteln kommen keine Steuern noch mal an der Kasse oben drauf. Naja, Süßigkeiten, Twinkies. Kennt ihr das? Dieser SpongeBob Cake. So ein weicher Kuchen mit so einer Cremefüllung. Bin ich persönlich kein Fan von. Aber habt ihr vielleicht schon mal irgendwo bei Rewe in der Amerika-Abteilung gesehen? Kostet 3,48. Ah, was mir einfällt. Aldi feiert dieses Jahr in den USA 50-Jähriges. Und die erste Aldi-Filiale war in Iowa City. Was man hier auch ganz viel sieht, ist Sachen wie Cornmix, hier auch noch Cornstarch. Das ist, ach, mein Gott, wie heißt das gelbe Gemüse gleich? Mais. Hier wird halt sehr viel mit Mais auch gebacken, gekocht. Ja, irgendwie gefällt mir das Obst und Gemüse hier nicht. Das spricht mich nicht so an. Gucken wir mal, ob die... Oh ja, die haben Bio-Erdbeeren für 2,79 $. Und ja, nehmen wir mit und hoffen, dass da nicht so viel Pestizide drauf sind. Das ist nämlich hier in den USA echt noch mal viel wilder mit den Pestiziden. Hier darf man noch mal ein bisschen mehr spritzen, deswegen achte ich da sehr drauf, dass ich hauptsächlich Bio-Obst und Gemüse kaufe. Sauerkraut. Deutsche Kuche für 1,69 € das Sauerkraut. Nehme ich heute nicht mit, habe ich noch ein Glas zu Hause, sind 680 Gramm. Das ist hier in Texas auch sehr interessant. Dadurch, dass es hier so eine riesige deutsche Einwandererwelle vor ungefähr 150 Jahren gab, findet man hier super einfach Rotkohl, Sauerkraut, Grünkohl, sogar weißen Spargel, den gibt es aber im Winter aus Peru. Das hat in dem Fall nichts mit Aldi zu tun, sondern ich glaube einfach mit Texas generell. Hier, Whataburger Ketchup. Das ist eine Burgerkette aus Texas. Und der darf dann natürlich bei Aldi nicht fehlen. Hier die Nussabteilung. Da nehmen wir was mit. Was ist das? 4,49 $ für 539 Gramm. Ich dachte, die hätten hier Trader Joe's Nüsse. Bei Trader Joe's kennt ihr ja alle aus der Nussabteilung von Aldi in Deutschland. Trader Joe's gibt es hier auch als eigenen Laden und der gehört dann wiederum zu Aldi Nord. Nicht vergessen, ich bin sozusagen bei Aldi Süd. Ungesalzene Pistaziennüsse. 4,29 $. Pflaumen, getrocknete Pflaumen. 5,99 €. 510 Gramm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich
Hühnchenbrust in einer Dose, in so einer Thunfischdose je gesehen habe in Deutschland. Könnt ihr ja mal kommentieren, ob es das gibt. 2,59. Naja, habe ich mal gekauft, als wir hier den Schneesturm erwartet haben, damit wir notfalls, wenn kein Strom da ist, was zu essen aus der Dose haben. Hier Corned Beef. Ja. Ich nehme nicht sowas mit. Ist jetzt nicht das Gesündeste, aber wenn es mal für den kleinen Hunger zwischendurch sein muss. Beef. Was mache ich denn jetzt hier? Das mal. Ja, und ganz viele Taco-Sachen. Das ist hier ganz groß in Texas, die Tex-Mex-Küche. Das ist aus einer ganz beliebten Firma, Herdez oder Erdes, wie sagt man das? Ja, dann habt ihr hier schon diese Bohnenpasten und trocknete Chilis. Das ist ja richtig schwer in Deutschland zu finden. Das ist hier so ganz normal. Muss man ja nicht in so einen Spezialladen gehen, kannst du ganz in Ruhe bei Aldi kaufen. Haferflocken. Da nehme ich jetzt, glaube ich, mal eine Packung mit, weil unsere Haferflocken sind fast alle. Und Haferflocken ist auch ein sehr teures Produkt. 3,99 für 1,19 Kilo. Und das ist jetzt noch nicht mal eine Marke. Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich war richtig überrascht. Im Gegensatz zu Deutschland öffnet der Supermarkt hier erst um 9. Und das ist für amerikanische Verhältnisse ziemlich spät. Also andere Supermärkte machen auch um 7 oder 8 auf. Aber ich habe das beobachtet aus dem Auto heraus. Die Leute standen schon davor und waren ganz aufgeregt und irgendwie ging die Tür nicht auf. Deswegen hat der Laden dann so 2 Minuten später aufgemacht. Ah ja, könnt ihr einen guten Preisunterschied sehen. Die Biomilch 4,99 $. Das sind 2,5 Liter, glaube ich. Muss ich gleich mal nochmal auf die Packung gucken. Ah nee, knapp 2 Liter, 1,89 Liter. So. Dann gibt es hier nochmal eine andere Organic für 3,85 $. Und dann schwenke ich mal rüber zu der halben Gallone. Das ist dieses fast 2 Liter für nur 1,72 €. Ne? Und Eierpackungen haben auch immer mindestens 12 Eier drin. 12 oder 18 haben die immer. Ja, bräuchte ich eigentlich auch, aber haben die nur diese eine Sorte. Muss hier noch mal ein bisschen rumstöbern. Aber dafür dann auch nur 1,45 $. So, schaue ich mal, ob diese Bio-Eier nicht kaputt sind, aber das sieht ja ganz gut aus. 4,25 $. Sieht so aus, als wenn ich der Eierdieb wäre. Aber ich will halt nicht dieses kaputte Ei haben. Die denken wahrscheinlich auch immer, ich habe eine Macke, weil ich gucke in jede Eierpackung rein. Und das hier, Chobani Flip, könnt ihr euch vorstellen wie Joghurt mit der Ecke. Ist wirklich lecker, habe ich mir letztens gekauft und weggesuchtet, lasse ich aber heute hier. 1,58 dieser kleine Becher. Wie viel haben wir da drin? 128 Gramm, ja. Ja, genau, das ist nicht so gesund, deswegen lasse ich es hier, aber es schmeckt irgendwie sehr lecker. Butterpreise, das interessiert euch wahrscheinlich super. Haben wir hier 85 für Organic Butter für 454 Gramm. Dann gibt es hier eine Sweet Cream Butter, 453 Gramm, das ist dann 2,79 $. Ja, bei Butter bin ich raus, da müsst ihr mir helfen, weil wir so gut wie nie Butter essen. Schon in Deutschland haben wir keine Butter gegessen. Oh, guck mal hier, German Roasted Medium. Oh, das ist sogar importiert aus Deutschland. Das ist so das erste, vielleicht bis auf den Sauerkraut-Produkt, was ich jetzt hier so sehe, was so Knack und Back ist es in Deutschland. Hier heißen die Pillsbury. Also wie ihr merkt, bin ich ganz verwirrt. Hier bei Aldi alles anders.
aufgebaut und wesentlich kleiner als andere texanischen Supermärkte. Obwohl Trader Joe's ist auch irgendwie die Größenordnung wie Aldi, aber das habt ihr ja gehört, ist ja sozusagen auch ein deutscher Laden, wenn man es so nehmen möchte, weil er ja von Aldi Nord dann ist. Aber schaut mal, ich habe jetzt Chiasamen fürs Frühstück, Haferflocken, Milch und ein paar Früchte. Dann ist das Frühstück schon mal für ein paar Tage sicher. Ein Brot, ein paar Nüsse, das zwischendurch. Eier auch wichtig, ein bisschen Fleisch. So, guckt mal hier, ein deutsches Wort. Bremer Pierogi. Das ist ja witzig. Pierogi Ruski. Das ist sehr interessant. Das kenne ich nämlich nicht, dass wir das in Deutschland haben, dass die da Pierogi verkaufen. Hier nennen die auch Pierogis, was ja eigentlich falsch ist. So, und wisst ihr, was ich mache? Ich nehme da jetzt eine Packung mit und dann testen wir die mal. Für 1,81 Kilo. Na Mensch. Ist die Familiengröße für 9,99 $. Krass. Das habe ich nicht erwartet. Oh, das ist jetzt hier so mein Überraschungsmoment bei Aldi in Texas. Ha, verrückt. Oh, und dann zeige ich euch mal was. Eine texanische Eiscreme. Bluebell. Wenn ihr mal in Texas seid, gönnt euch mal Bluebell Eiscreme. Finde ich übrigens ziemlich cool, dass die bei Aldi haben. Ich habe auch den Trakt gesehen, bevor ich hier reingelaufen bin. 8,29 $ für die halbe Gallone. Oh, Kaffee. Die haben auch ganz tolle Sorten immer. Red, White and Bluebell. Interessant, das scheint hier so die USA Edition zu sein. Vielleicht, weil wir jetzt 250 Jahre USA feiern. Oh, das will ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich habe die Kühltasche doch nicht dabei. Deswegen nicht, dass mir das schmilzt. Oh, sogar so kleine Probierpäckchen. Ich weiß immer nicht, was ich ausspreche. Die Dinger heißen Kolache. Kolachi. Das ist so ein süßes Brötchen mit einem Würstchen drin. Kann man auch noch Käse dazu machen. Also in dem Fall ist jetzt ohne. Und das ist von den Tschechen nach Texas gekommen. Und hier extremst beliebt. Das isst man hier zum Frühstück. Kann man sich da holen, wo man auch Donuts bekommt, wenn sie die dann anbieten. Und ich, je nachdem, wo man die holt, finde die ganz lecker ab und an mal. Schokolade, das müssen wir auch noch besprechen. Das ist doch, Schokör ist doch die Aldi-Firma, ne? Die Aldi-Marke. So, Moserrot. Ist das Aldi oder ist das einfach Moserrot? Zwischendurch so ein paar Haribos. Dann Knoppers. Oh, 2,45 $ für die Knoppers-Packung. Oh, wer hat das Original? Oh, die liebe ich ja. Hier, das wollte ich euch zeigen. China Bier ist jetzt eine Sommer-Edition. Das Original China Bock ist hier heute nicht da. Und da müsst ihr unbedingt mal bei uns schauen. Wir waren nämlich in der China Brewery hier in Texas und die hat einen deutschen Braumeister. Also sie haben damals extra einen Deutschen gesucht, der sich mit dem Bierbrauen auskennt. Und deswegen waren wir da einfach mal in der Brauerei. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Schaut euch gerne mal das Video dazu an. Ja, ich bin jetzt nicht ganz so zufrieden mit meinem Einkauf. Habe irgendwie jetzt nicht so viel gekauft, wie ich das eigentlich von meiner Routine her möchte. War hier ein bisschen abgelenkt mit euch, aber macht nichts. Wir haben jetzt was drin, das reicht jetzt erstmal. Bevor ich noch irgendwelchen Müll kaufe, geht es jetzt ab zur Kasse. Schaut mal. Kasse 1 bis 5 und wie immer nur eine geöffnet. So. Das muss ich euch noch schnell zeigen. Da ist er, der Rotkohl. Okay, der muss jetzt noch mit für 2,49 $. Ja, komm. Und hier auch noch mal so ein bisschen deutsche Kekse. Die packen einem das hier in den Wagen. Packen zwar nicht in Tüten, aber
kriegt alles im Wagen. So. Da geht. Hi. So I just pushed this one here. Yeah, just All like right, perfect. So das meine ich. Steht immer schon, man lässt seinen Wagen hier. Der hier wird dann befüllt. 30 Thank you so much. Have a good one. You as well, thank you. Das ist immer witzig. Die haben immer noch einen Wagen dastehen, den sie sich dann schon mal ranziehen, während man noch das Bändchen, das Band befüllt und dann packen die schon mal in den Korb ein. Guck mal hier, Sneak Peek, Aldi Finds, genau, diese Wochenangebote. Das ist aber ein dünnes Blättchen, da gibt nicht so viele Angebote. Ja, 1,03 $. Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal weniger, als was ich sonst bezahle, wenn ich nur so ein paar Kleinigkeiten noch hole. Beim Schnitt zahle ich dann, wenn ich so auffrische, 130 $. So, da habe ich jetzt schon mal ungefähr 30 $ gespart. Das ist schön. Und ich habe Nüsse gekauft. Nüsse sind ja immer so teuer, ne? Ja. Und natürlich wieder ein paar Bioprodukte. Bioprodukte sind auch hier teurer als in Deutschland und ich würde fast noch behaupten, noch mal teurer. Ah ja, ganz kurz zum Parkplatz. Finde ich hier, okay, die sind wahrscheinlich ein bisschen breiter als in Deutschland, aber sonst finde ich den Parkplatz bei Aldi irgendwie kleiner als andere Parkplätze in den USA. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die ich aus Deutschland so gar nicht kenne, ist dieses Curbside. Man bestellt und in Deutschland ist es ja so, wie zum Beispiel bei Rewe, du gehst dann in den Laden, holst deine Sachen ab. Hier werden sie dir aber direkt ans Auto geladen und die befüllen dann wirklich deinen Wagen. Also du musst gar nicht aussteigen. Das ist dann da hinten einmal. Da sind die Parkplätze extra dafür. Mein Besuch heute bei Aldi war so ein bisschen, als wäre ich mal wieder kurz in Deutschland gewesen. Zumindest optisch. Irgendwie habe ich mir vorgestellt, dass ich bei Aldi viel, viel mehr deutsche Produkte kriegen würde. Ich dachte, die hätten das einfach so von Deutschland in eine größere Verpackung getan und dann hierher gebracht. Dem ist aber nicht so. Da gibt es halt wahnsinnig viele amerikanische Produkte. Auch sehr viele Sachen, die wir in Deutschland so gar nicht haben. Die sind ja immer so schnell bei Aldi mit dem Kassieren. Auch hier in Texas, ratzifatz ist dein Band leer. Aber du musst nicht wie bekloppt selbst alles in den Wagen tun. Das machen sie für dich. Das ist ziemlich cool. Also da ist auch wieder mal Service-Charakter, was man sonst ja irgendwie bei Aldi nicht hat. Ja, und wenn ihr mal einen richtigen Preisschocker sehen wollt, wie der Kontrast von Aldi-Discounter zu Bio-Supermarkt ist, dann schaut euch mal unser Video über Sprouts an und lasst euch überraschen, was die für Preise haben.